Hallo! In dieser Lektion lernen Sie das Tool Text in Spalten zum Aufteilen von Informationen aus einer Spalte in mehrere Spalten. Was normalerweise während der Datenvorbereitung verwendet wird. Lassen Sie uns das Problem aus der vorherigen Lektion zur Kunden-ID lösen. Hier haben wir eine Kunden-ID, die die tatsächliche Kunden-ID und zwei weitere Buchstaben am Anfang enthält, die angeben, welche Art von Produkt bestellt wurde. Für die weitere Analyse möchten wir nun die Buchstaben und die tatsächliche Kunden-ID in zwei Spalten aufteilen. Fügen Sie zwei neue Spalten hinzu. Kopieren Sie die Spalte und übergeben Sie sie hier, da die ursprüngliche Spalte nicht verloren geht. Wählen Sie die Spalte aus. Gehen Sie zu Daten. Text in Spalten. In diesem Fall verwenden Sie die zweite Option, feste Breite, da wir wissen, dass alle Codes mit zwei Buchstaben beginnen. Weiterklicken. Hier erstellen wir die Bremsleitung. Sie können so viele Bremsleitungen erstellen, wie Sie möchten. Um die Bremslichter zu entfernen, klicken Sie zweimal auf die Bremsleitung. Weiterklicken. Hier können wir den Formattyp Neue Spalten auswählen, für die erste Spalte Text Und für die zweite Standard auswählen. Klicken Sie auf Fertigstellen. Jetzt haben wir den Code separat, um die Arten von Bestellprodukten und die tatsächliche Inhalts-ID zu verstehen, die wir zum Kombinieren dieser Daten mit unseren zweiten Daten der Kundenmerkmale verwenden können. Über das Kombinieren von Methoden werden wir jedoch im nächsten Abschnitt sprechen. Schreiben wir hier Produktcode. Und hier Kundennummer. Lassen Sie uns nun ein weiteres Problem mit diesem Tool üben und lösen. Erstens, angenommen, wir müssen die Produktgruppe in separate Wörter aufteilen. Wieder einfügen, neue klare Spalten 1, 2, 3. Kopiere diese Spalte hier. Wählen Sie es aus, gehen Sie zu Daten, Text zu Spalten. In diesem Beispiel verwenden wir die erste begrenzte Option, mit deren Hilfe Text anhand einiger Zeichen aufgeteilt werden kann. Weiterklicken. Hier haben wir Varianten zum Teilen. In unserem Beispiel verwenden wir das Leerzeichen und unten sehen Sie die Trennlinie. Klicken Sie erneut auf Weiter. In diesem Fall sind alle Texte. Klicken Sie auf Fertigstellen. Sie können sehen, dass Nahrungsmittel und Getränke in 3 getrennten Wörtern aufgeteilt sind. Haushaltsgeräte werden nicht getrennt, weil es nur ein Wort gibt. Wir können diese 3 Spalten löschen, da wir sie nur bearbeitet haben, um die Kapazitäten des Werkzeugs Text in Spalte anzuzeigen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Verwendung des gesamten Tools Text zu spalten uns hilft, neue Spalten basierend auf den vorhandenen Spalten zu erstellen und manchmal ein sehr nützliches Tool sein kann. Danke fürs Zuschauen!